Hallo, herzlich willkommen bei Mondgöttin. Das ist mein Kanal für Nähen, DIY und Upcycling. Wie ihr seht, habe ich ein paar Beutel genäht. Das macht wirklich riesen Spaß und da habe ich mir gedacht, ich mache eine Videoanleitung für euch. In der gleich folgenden Anleitung könnt ihr mit zusehen, wie ich diesen Beutel genäht habe. Viel Spaß dabei! Ich habe mich da für eine relativ große Größe vielleicht entschieden, aber ich denke besser zu groß als zu klein. Die Brote sind ja halt auch unterschiedlich breit und ja, wäre halt ärgerlich, wenn dann halt der Leib nicht reinpasst. Daher habe ich halt Stoffstücke zugeschnitten. Also das ist jetzt, ich schneide es dann in einem zu, die liegen doppelt, 46 cm lang und 35 cm breit. Und davon habe ich dann 6 cm abgetrennt für den Tunnelzug. Und zweimal Kordel, so Baumwollkordel, verlinke ich euch auch noch mal unten, welche ich da genommen habe, und zwar 80 cm lang. Ja, dann starten wir mal mit dem Taschenkörper. Da legen wir die beiden Teile rechts auf rechts. So. Klammern das an oder stecken an 3 Seiten und dann nähe ich das mit der Overlock mit einem 4-Fadenstich an diesen 3 Seiten erstmal. Dann wenden und bügeln. Ja, das ist also jetzt schon mal der fertige Beutel. Gebügelt. Naja, hier könnte es was besser sein, aber die Seite ist mir ganz gut gelungen. Muss ich nochmal nachbügeln. Dann nehme ich mir jetzt die Streifen für den Tunnel und klappe die hier einmal, zweimal an allen 4 kurzen Seiten 1 cm ein, bügel das und dann nähe ich das halt von rechts mit der Nähmaschine. Die beiden Streifen sind jetzt hier abgesteppt und jetzt werden sie einmal so links auf links geklappt und gebügelt. Das sind jetzt also die Stoffstreifen gebügelt, können jetzt hier an das Hauptteil angebracht werden. Dafür ziehen wir uns das mal hierher. Und das ist jetzt absichtlich kürzer, dann geht das später besser mit dem Kordelzug. Ist einfach, habe ich festgestellt, besser in der Handhabung. Also die Tunnelzüge werden jetzt rechts auf rechts, jeweils auf eine Seite gesteckt. Da könnt ihr die so ein bisschen, ja, dass hier an den Rändern gleich viel Platz noch ist, einfach ein bisschen hinlegen, dass es halt passt. Jetzt habe ich mich aber ganz schön verhaspelt. So, ich nähe jetzt einmal hier rumherum mit der Overlock. Ihr könnt das natürlich halt auch mit der normalen Nähmaschine nähen und dann anschließend mit einem Zickzackstich oder Overlockstich versäubern. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich habe das halt mit dem 4-Fadenstich von der Overlock genäht. Mit der Fadenraupe, da mache ich einen ganz engen Knoten. Also ganz nah am Stoffrand. Jetzt kann man das abschneiden oder halt die Fadenraupe noch vernähen. Also seit ich irgendwie letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe diese Nadel auf dem Trödelmarkt gefunden. Ist so eine Stopfnadel, so ohne Spitze. Und damit geht das eigentlich ziemlich gut. Und jetzt
ziehe ich die einfach hier so ein bisschen durch die Nahtzugabe und den Rest schneide ich dann ab. Jetzt klappt man das so um, dass der Tunnel nach oben kommt. Dadurch klappt automatisch diese Nahtzugabe nach innen und das wird dann jetzt noch mal gebügelt, dass das schön glatt ist, die Nahtzugabe nach innen. Und dann näht man das noch mal knappkantig hier fest. Dadurch hat man dann auch hier an dieser Stelle, wo kein Tunnelzug ist, eine schöne Kante und nicht halt diese Fadenkante. Und man sichert nochmal diese Naht. Ja, da ist es der Brotbeutel oder auch Brötchenbeutel. Geht ja alles da rein, eine ganze Menge Brötchen passen da auch rein. So mehr oder weniger schon fertig. Jetzt werden nur noch einmal von links rumherum und einmal von rechts, diesmal habe ich sogar richtig gesagt, die Kordeln durchgezogen. Ich mache das, weiß nicht, so habe ich das irgendwie gelernt, einfach noch mit der Sicherheitsnadel. Es gibt ja wohl auch andere Tools mittlerweile dafür, aber ich finde, die Sicherheitsnadel tut's auch. Ja, jetzt werden die Enden noch verknotet. Ich finde, das Nähprojekt ist auch absolut anfängertauglich. Es ist eine schöne Geschenkidee. Ich habe schon viele Freunde und auch in der Familie Brotbeutel verteilt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir doch einen Daumen hoch da oder am besten ihr abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dann. Ciao.